Was soll beim Autokauf in Paraguay beachtet werden? Bei unserer ausgedehnten Autojagd sind wir auf einige Fallen gestoßen. Wenn du dir ein paar Tipps vor der Autosuche bewusst machst, wirst du dir bei deinem ersten Kauf einen Vorteil verschaffen können. In diesem Video wirst du erfahren, was du vor dem Autokauf zu beachten hast, was während der Probefahrt wichtig ist und was du am Ende noch zu erledigen hast, um alle notwendigen Dokumente zu erhalten. Mit Paul und Manfredo auf Autosuche. Obwohl wir wissen, dass man bei einem Neuwagenkauf in Paraguay weniger Risiko eingeht, wollten wir uns nur Gebrauchtwagen ansehen. Der Grund dafür ist, dass unsere Zeit in Paraguay voraussichtlich beschränkt ist und wir vorhaben, das Auto nach einer Rundreise durch Südamerika nach einem Jahr wieder zu verkaufen. Auch soll es nicht zu sehr an Wert verlieren, was bei einem Neuwagen nach einem Jahr der Fall wäre. Wir suchten also nach einem geländetauglichen Fahrzeug mit Vierradantrieb und einer Möglichkeit, bei einem Roadtrip auch darin zu übernachten. Was einem vor dem Autokauf in Paraguay auf jeden Fall bewusst sein muss, ist, dass Autos im Normalfall von den Besitzern nicht sonderlich sorgfältig gehandhabt wurden. Es gibt keinen verpflichtenden TÜV und vor dem Verkauf wird der Wagen oft aufgehübscht. Das heißt, der Kilometerstand wird zurückgedreht, Rost auf dem Unterboden wird überlackiert und vielleicht nochmal schnell ein paar unwichtige Stellen unter der Motorhaube gerichtet. In anderen Worten, ein Pfusch. Es zahlt sich also aus, das Auto vor dem Kauf besonders unter die Lupe zu nehmen. Was bei einem Toyota auch noch dazu kommt, ist, dass es sich oft um einen Lenkradwechsel handelt von einem japanischen Auto, das in Japan mindestens schon 200.000 Kilometer gefahren wurde, bevor es in Südamerika ankam. Was dieser Umbau eines Lenkrads von rechts nach links mit sich zieht, sind mehrere Faktoren. Die Heizung funktioniert meist nicht, da der Schlauch für die Heizung abgeklemmt wurde. Das stört im warmen Paraguay vielleicht nicht, aber wenn man durch ganz Südamerika reisen möchte, kann es auch mal kalt werden. Dies konnten wir durch den Einbau eines Hebelventils lösen, um warme Luft, falls gewünscht, durchzulassen. Ähnliche Probleme könnten mit der Klimaanlage auftreten. Die Lüftung bei den Füßen funktioniert in unserem Wagen nicht und generell kann nur Umluft benutzt werden, also keine Außenluft. Durch den Umbau befindet sich unter dem linken Fahrersitz ein ziemlicher Kabelsalat, was schnell zu Wackelkontakten führen kann. In unserem Fall hat dadurch das Aufblendlicht von einem Moment auf den anderen nicht mehr funktioniert. Grundsätzlich ist alles auf die rechte Beifahrerseite ausgelegt. Vom Piepen, wenn man als Beifahrer die Tür aufmacht und noch Licht an oder Schlüssel drin ist, über die Warnleuchte, die angeht, wenn der Beifahrer nicht angeschnallt ist oder keiner mitfährt, bis zu den Rückspiegeln, die für die rechte Beifahrerseite eingestellt sind und man dadurch am linken Fahrersitz nie perfekt sehen kann. Trotzdem scheinen sich die Paraguayer daran nicht sehr zu stören und der Toyota ist eines der beliebtesten Fahrzeuge im Land. Jetzt sind wir auf Autojagd. Wir sind bei verschiedenen Händlern, die da so herausnehmen sind. Mehrere nebeneinander. Und jetzt haben wir gerade einen gefunden, der für uns in Frage käme, der Toyota Hilux Surf. Und jetzt schauen wir uns den gerade an. Ist aber angeblich ein 1996er, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist uns vielleicht ein bisschen zu alt. Also vielleicht schauen wir noch weiter. Bei netten 36 Grad auf Autosuche. Heute haben wir gesagt, wir geben nicht auf, wir fahren nicht ohne Auto nach Hause. Auf jeden Fall sollte das Auto bei Interesse Probe gefahren werden. Wie in allen Ländern sollte auch hier darauf geachtet werden, dass die Lenkradausrichtung stimmt, die Bremsen funktionieren und die Elektrik intakt ist, wie zum Beispiel das Testen aller Innen- und Außenlichter und elektrischen Fensterheber. Da man auf den Straßen Paraguays oft von einem Schlagloch ins nächste fährt, ist die Offroad-Tauglichkeit auf jeden Fall zu testen. Dafür am besten auf einer holprigen Nebenstraße oder einem Feldweg ausprobieren. Wenn möglich ist es auch gut zu testen, ob man durch die meist getönten Fenster gut sehen kann, sobald es Nacht wird. Möglicherweise ist selbst die Windschutzscheibe verdunkelt, was dazu beitragen kann, dass der Fahrzeuginnenraum nachts stockdunkel wirkt und man kaum nach draußen sieht. Wir haben die Folie mit viel Mühe und Alkohol von der Windschutzscheibe abgekratzt. Ich kann empfehlen, dafür einen Spezialisten zu beauftragen, da es der Muskelkater am nächsten Tag nicht wert ist.
Auch bereits während der Probefahrt kann ein Besuch beim Mechaniker unternommen werden. Die Kosten hierfür können vom Käufer oder Verkäufer getragen werden. In der Werkstatt wird noch ein letztes Mal gesehen, welche Mankos der Wagen hat und was repariert werden sollte. Diese Reparaturen können locker nochmal 1 bis 3 Millionen Guarani kosten, was einem bewusst sein sollte, falls man ein festgelegtes Budget hat. Was ist nach dem Kauf zu beachten? Für den Kaufvertrag ist ein Besuch beim Notar notwendig. Dort finden die Bezahlung und die Kaufvertragsunterzeichnung statt. In Paraguay ist es nicht immer üblich, dass der Wagen auf den Namen des Käufers umgeschrieben wird. Also wenn du es korrekt abwickeln möchtest, musst du zusätzlich den Titular del Registro und die Cédula Verde beantragen. Mit dem Titel bekommst du dann die Cédula Verde und diese muss immer mitgeführt werden. Wenn du mit dem Auto im Ausland unterwegs bist, muss diese unbedingt auf deinen Namen lauten. In unserem Fall wurde uns beim Notar gesagt, wir könnten den Titel nach 15 Tagen abholen. Als wir nach 15 Tagen angerufen haben, hatten sie aber noch gar nicht begonnen, unsere Dokumente zu bearbeiten. Danach hat sich herausgestellt, dass wir nochmal zurück zum Notar mussten, um ein Dokument für den Titel zu unterschreiben und eine Überprüfung unseres Autos in einer Werkstatt durchzuführen, um festzustellen, dass es sich auch wirklich um unser Auto handelt. Das hatte man bei unserem ersten Besuch leider vergessen. Also denk daran, leg dir im Vorhinein bereits eine Liste mit allen Dokumenten bereit, die du benötigst und frag danach. Wenn der Prozess schnell abgewickelt werden soll, muss man den Leuten leider mehrmals auf die Nerven gehen und öfters anrufen. Alles in allem hat uns die Beschaffung von Titel und Cédula Verde einen Monat gekostet und nochmal rund 2 Millionen Guarani. Was dann noch kommt, ist der Aufkleber für die Fahrzeugregistrierung. Diesen bekommst du bei der Municipalidad. Auch wenn man eigentlich zur Gemeinde des eigenen Wohnortes gehen sollte, kann man sie bei jeder beliebigen beantragen. Außerhalb von Asunción sind diese etwas günstiger zu bekommen. Man muss ihnen nur eine Adresse geben, diese kann aber auch ein Hotel sein. Wir zahlten dafür den Preis von 110.000 Guarani. Es ist auch wichtig zu wissen, dass man in Paraguay dazu verpflichtet ist, einen Feuerlöscher und Warndreieck mitzuführen. Wir haben uns ebenso ein Erste-Hilfe-Paket aus der Apotheke, ein zweites Warndreieck, ein Abschleppseil und ein Leichentuch zugelegt, da dies je nach Land bei unserer Rundreise notwendig sein könnte. Falls du eine Auslandsreise planst, musst du neben der Cédula Verde und Titular auch ITV, also TÜV, um ca. 140.000 Guarani durchführen und eine Haftpflichtversicherung mit grüner Versicherungskarte für Mercosur-Länder abschließen. Diese ist in Paraguay nicht Pflicht und kostet in unserem Fall 140.000 Guarani pro Monat. Unser Autokauf war schlussendlich ein Erfolg und wir konnten problemlos nach Brasilien weiterreisen, wo wir schon viel erleben durften. Polizeistopps liefen bis jetzt problemlos, aber die Dokumente wollte noch nie jemand sehen. Abonniere meinen Kanal für weitere Videos unserer Reise mit dem Auto durch Südamerika. Wenn du weitere Informationen hast, die bei einem Autokauf in Paraguay behilflich sind, poste einen Kommentar unter dem Video. Bis zum nächsten Mal.